Ich bin das Brot des Lebens. Komm zu mir und dann wirst du nicht mehr hungern. Jetzt schlägt's aber 13. Das hat doch Jesus Christus gesagt, das ist nicht von dir. Sowas nennt man Hochstapler, auf Englisch Imposter. Wie? Was? Wer? Ist das wieder die Besserwutz? Au weh. Frau Besserwisserin ist wieder am Start. Ja, ich bin die Besserwutz und ich erschnüffle mit meiner super Schweinenase grobe Fehler im Sprachgebrauch. Und du, Eden, sagtest, du seist das Brot des Lebens. Und das stimmt nicht. Bin ich ja gar nicht und möchte ich auch nicht sein. Hättest du mich vorhin ausreden lassen, hättest du erfahren, was ich sonst noch sagen wollte. Oh, das tut mir leid. Manchmal bin ich etwas zu schnell. Was wolltest du denn sagen? Zu spät. Schon vorbei. Ehrlich gesagt, ich hab's vergessen. Dann sag ich dir noch mal was Wichtiges, sozusagen ein Leckerli für Besserwisserinnen wie mich. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens und tatsächlich wurde er geboren in einem kleinen Ort in Israel namens Bethlehem. Bet bedeutet hebräisch Haus und Lechem Brot. Also Bethlehem ist Brothaus oder Haus des Brotes. Nee, das gibt's doch nicht. Erstaunlich. So, und was will uns das sagen? Ich kann es kaum begreifen. Jesus ist Gottes Sohn und Mensch und auch noch Brot des Lebens. Pass mal auf ihn. Dein Freund Jack Box kenne ich ja auch. Der kann prima und schnell Wissen aus dem Internet fischen. Und mit mir zusammen wird das alles dann noch so richtig gut und nützlich. Jack Box, bitte, spiel mal ab. Nee, stopp. Hier in dieser Sendung hab ich das Sagen. Jackbox zu aktivieren, das ist meine Aufgabe. Und nur meine. Jackie, bitte. Am Morgen, nachdem Jesus aus 5 Broten und 2 Fischen 5000 Männer, Frauen und Kinder noch gar nicht mitgerechnet, satt gemacht hatte, suchten ihn die Menschen. Als sie ihn auf der anderen Seite des Sees Genezareth gefunden haben, sagte er: Ich weiß, weshalb ihr mich sucht, weil ihr von mir Brot bekommen habt und satt geworden seid. Bemüht euch doch nicht nur um das vergängliche Brot, das ihr zum täglichen Leben braucht. Das irdische Brot kann verderben. Setzt alles dafür ein, die Nahrung zu bekommen, die bis ins ewige Leben reicht. Diese wird der Menschensohn euch geben. Denn Gott der Vater hat ihn als seinen Gesandten bestätigt und ihm die Macht dazu verliehen. Da fragten sie ihn: Was sollen wir tun, um Gottes Willen zu erfüllen? Er erwiderte: Nur eins erwartet Gott von euch. Ihr sollt an den glauben, den er gesandt hat. Wenn wir an dich glauben sollen, dass du im Auftrag Gottes handelst, musst du für uns ein Wunder tun, so wie damals in der Wüste, als unsere Vorfahren jeden Tag Manna bekommen hatten, das Brot vom Himmel. Jesus entgegnete: Eure Vorfahren haben in der Wüste das Manna gegessen und sind doch alle gestorben. Von jetzt an gibt euch mein Vater das wahre Brot, das vom Himmel herabkommt, und das erst schenkt den Menschen das Leben. Herr, gib uns jeden Tag dieses Brot. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird niemals wieder hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Denn nach dem Willen meines Vaters hat jeder, der an den Sohn glaubt, das ewige Leben. Kein einziger Mensch von denen, die er mir anvertraut hat, soll verloren gehen. Psst, wer hier zuschaut, kann jetzt meine Gedanken hören. Das ist im Film auch manchmal so. Und hier auf meinem Kanal geht das auch. Klasse, was? Also, die Besserwutz ist sehr gut und weiß sehr viel.
Und ich glaube, sie würde gerne diese Sendung übernehmen. Das möchte ich aber nicht. Andererseits ist ihr Beitrag sehr wertvoll für uns alle. Ich muss mal überlegen, wie wir da weitermachen können. Vielen Dank, liebe Bessa Wutz. War schön mit dir. Shalom. War auch schön mit dir, Eden. Shalom. Das ist eine hebräische Grußformel und heißt wörtlich übersetzt Unversehrtheit, Heil, Frieden. Das wünsche ich uns allen. Shalom.